wir leben, weil er starb. Er ist gestorben für unsere Sünden und dort darf wir leben zu einem Wunderschein. Vrede mit jou. Hier Gottes Leben met in alle werden zijn wat we van deel des moois zijn de vinger. Hier de schrijf waren van de Weihnachtsgeschichte. Die heel interessante Programme en ook die Geschichte op verschillende wijzen. Hier zijn en die hier, de Jugend wordt zich zeer angestrengt, dat is veel te brengen, veel dansen dafür. Heel wat gemaakt. En interessant. Wie voor de vrouwen wat aan waren opkomen. Es ist zum Beispiel sehr wie geteilt, als uns nun geschrieben in dem Buch, sehr wie reid, was habe ich designen, was hast du designen, durch diese Weihnachtszeit. Mir wird hier ein bisschen die Rede von das Wort, wo das sagt, das Wort würde Fleisch. Oder andere Übersetzung, das Wort würde Mensch. Wo schafft das, wenn Gott sich offenbart, Gott, der große Gott, allmächtig, über alles, in die Dreieinigkeit Gott, und wie weit der Vater, Sohn und Heiligen Geist, wenn ein von ihnen, oder ein Part von ihm, raufkommt, hebt diese ihr, und nimmt das Fleisch an, nimmt Wort ein Mensch, in Asien mit uns. Das ist ein großes Geheimnis. Das sei was Großes, sei was Deibet. Vielleicht auch ganz einfach. Johannes beschreibt das Fan. Johannes Kapitel 1. Jahre mit lesen. In der Tja wieder seine. Und jemand sagt, dass mir hat das viel scheinen, wenn ich krijg kan weten waar we het is en waar het gekomen is en waar het ding alles dat schafft en zo wieder. En er zijn nog veel dingen die we weten. En de bestand van deze dingen van God, die zijn zo groot en zo wondervol, dat die moet wie een bedroom leven, dat is God, wat zijn gedanken zijn, hij als onze. Aber wie weiter? Johannes schreibt hier, und er schreibt auch die Weihnachtsgeschichte. Das Neue Testament fängt an, und wir haben das Evangelium da, und so wenn wir von Weihnachten her, dann gehen wir am Anfang von dem Evangelium, und dann sehen wir, was sie geschrieben haben, wie die Geschichte geht, was Lukas geschrieben hat, wo er schreibt, die Geschichte kriegt von den Hords, von Bethlehem, von der Kräbe, wo die Hords daheim kommen, Luther, die Weisen von Morgenland. Das ist eine bekannte, interessante Geschichte. In Johannes schreibt auch die Weihnachtsgeschichte, aber er hat es auf einem anderen Weg. Er braucht eine andere Perspektive, wo er das beschreibt. Das ist ein bisschen, wenn er die andere Seite die Theologie ein bisschen will geben. Und da habe ich mit dem Text gefehlt, Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Besonders steht, und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Er nahm die Knechtsgestalt an, er nahm den Mensch an und er kam hier nur das ihr, Gott selbst, und wir hier mag seine Menschen, mag uns. Und das ist ein großer Zeitpunkt in unserer History, in unserer Geschichte. Wir können leicht eine Timeline malen, eine Zeit malen von das, wo die Schöpfung wir, und hier ist es so weit wie das, wo Noah seine Arche wir, wo die weltweite Flut wir. Und dann, ja, wieder sind da verschiedene Dinge, die Könige, so wieder. Und dann bei einmal ist die Zeit, wo Jesus geboren ist. Ein großer Strich auf unsere Timeline. Oder vielleicht so besser sagen, fängt frisch an. Das ist ein frischer
frische Zeit fängt an, wenn wir die Heilzeiten tun, da wird die, ihr schon im Alten Testament, nur Moses in der Zeit, wie die Zeit vom Gesetz, wo sie das Gesetz war, das Volk Israel, das nennt sich eine Heilzeit des Gesetzes. Und nu, als Jesus kommt, dann fängt eine frische Zeit an, die Gnadenzeit, wo wir von der Nacht werden wohnen, leben. Wir kennen durch Gnade, nur Jesus kommen, nur Gott kommen. Ganz interessant würde sich darauf rangenommen, eben ans Kleiner, die römische Kleiner, das von der du auch auf frisch angefangen. Ich habe dort nicht so sehr nicht neu gelesen, aber ich weiß, du sollst so, haben sie verschiedene Dinge, verschiedene Kleinerschaften gegeben, so, und sie sind zurückgekommen. Oder der Römer hat dem diesen eingeführt, was du dann anfangen zu teilen. Und wir in die Bildwelt in 2020, dass der 3 Dieren nur die Zeit, dass Jesus hier auf Erde wird. Das ist Gott als Mensch hier auf Erde kommt. Fair dort nennen wir das, wenn wir nie History werden betekenen mit den Jahren, dann reden wir viel mehr von BC oder AD, vor Christ oder AD, Anno Domini, oder ich was sagt, Jahr des Herrn. Alle fängt es an. So, das muss sein, was Großes passiert hat, wir was Großes. Sehr wundervoll. Weil wir hier sein, die erste Vers, was Johannes schrift. Am Anfang war das Wort, auf Griechisch sagen wir der Logos. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Er war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch ihn gemacht und ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das ist Johannes Schrift mit kurzen, einfachen Sätzen, mit einfachen Wörtern in einer ganz tiefe Wahrheit, was er bringt. Und ich weiß viel mehr, was je sagt, du Johannes Evangelium lesen und du anfängst mit irgendwas interessantes Evangelium, sei auch klar. Und ich weiß das auch, als junger Christ fange ich doch an zu lesen. Und mir wird es wertvoll. Und aber da habe ich viel früher, was das hier gerade meint. Und ich weiß nicht, dass ich das dann noch, nur alle weiß, ich glaube nicht. Aber da sind viel wundervolle Wahrheiten hier. Am Anfang sagt es, so das wird alle haben angefangen. Das, wo Jesus, von wo er kam, na, das ist ein anderer Anfang. Das ist der Anfang von der Zeit, das wieder von der Ozeane. Kriegst du es in 1. Mose 1 sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott wieder, was er am Anfang diese Zeit, diese Welt, das wieder Ozeane mögt. Dann wir Gott da, und da wir das Wort. Und das wir da, das fängt nicht da an, aber das wir da an. Das ist ein Zeichen, das ist eine Ewigkeit, weil wir das gerne sein. Und das ist wie weiter das Wort hier, das ist meint Jesus Christus, das wir in den 14. Vers lesen. Jesus Christus, der wir in der Erst. Und dann, was wird das? Am Anfang war das Wort. Das ich so sei, auf Griechisch Logos. Ich habe nur gefunden, wenn wir das etwas sagten, wie weit das, wie sie tjanen meiner Sprache, es haben Dinge als Schwarz etwas sagten, wie tjanen nicht das rechte Wort, fing ich auf die andere Sprache für diese Meinung. In Krieg so verstehe ich, dass man das auch, das Wort, das nicht really rüberbringen, was das wird sagen. Tjane, das Wort, das auf Griechisch meint, Logos, das wird meint auch eine andere Sprache oder eine Rede oder eine Lia. Das wir sehen. There was a doctrine. There was a faculty of reasoning. Das Ganze, das Wort, was wir und was kommt.
Dat wir met wat Gott sich openbaart zu seinen Menschen. Dat wir hij zijn Welle en zijn wijsheid wiederbracht. En dit maar dus we nu vingen van der Jesus Christus, als hij als mens kwam. Voor de Joden wird dat al ganz bekannte term, dat is dat gebruikt im Oude Testament, vingen dat verschiedene steden. Wo immer war das Wort wordt gebruikt. En deze bediening wat ik goed zien. Dat wir die Schöpfung, im Psalm 33 sagt, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Herr durch den Geist seines Mundes. Dat Wort wie Gott seine Botschaft zu seinen Kindern. Immer wahrer, sagt es, das Wort des Herrn geschah zu Samuel oder zu anderen verschiedenen Personen, nicht? The word of the Lord came to Solomon, or the word of the Lord came to Jeremiah. Dat immer wahrer, datzelfde Phrase gebruikt, das Wort. Wie fing das hier sitzen zu Abraham. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Zu Samuel weit wir kommen, das Wort erstes sei Gott danach raubt und dann Luther fing wir in Samuel Kapitel 15, Vers 10, da geschah das Herrn Wort zu Samuel und sprach, oder zu Salomo, und das geschah das Herrn Wort zu Salomo und sprach, 1. Könige saß auf, zu Jesaja, da geschah das Herrn Wort zu Jesaja und sprach, immer ein Message, was da kommt, immer Gott sein Wille zu seinen Menschen, auf verschiedene Wege. Das wir, was er meint ist mit das Wort. Psalm 119 hat viel interessante Verse über das Wort. Bloß ein paar, 119, Vers 29 sagt, Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel ist. Psalm 119, 105 sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dass wir Gott sein Weg, wo er sich offenbart hat. Und Jesus sitzt in dieser Vers, fingen wir, das nu Wort dort Wort. Dein Weg, wo er sich offenbart hat, das Wort Mensch. Das kommt, Wort ein human being, mag uns Menschen hier. In Hebräer 1, Vers 1 schrieb, was es steht. Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch den Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Das ist ein großes Geheimnis, was wir erforschen und checken, was wir, dass Gott wird sein Sehen gebracht, nicht zum Reden. Weil Gott hat getan hat. In Philipper 2, Vers 6 bis 8, fingen wir das. Jesus wird von seiner Natur her Gott. Aber dort sagt er nicht so an, dass er dort mit Gewalt festhalten muss. Er tragt sich dort das Gottsein uit und nimmt eine Gestalt an als ein Knecht und wird dadurch so als wie Menschen, geboren als ein Mensch. Demütig macht er sich gering und wird gehorsam bei dem Tod, ja bei dem Tod am Kreuz. Philipper 2, Vers 6 bis 8. Dort, wo Jesus raufkommt. Das ewige Gott, allmächtig, allweitend, was keinmal ändert, unveränderlich, ohne Grenze groß. Er ist ein Gott, was er nicht weiß, er hat alles. Er nimmt nicht nach einem Tau und mehr Tau. Er ist ganz voll, er weiß alles.
Hij leert ook niet nieuwe oder unbekannte Dinge. Das ist nichts, was hier passiert auf dieser Welt, was hij nicht kennt. Dat is alle in ons Gott binnen. Und ja veel andere Dinge auch. Und dieser Gott, der wir bei einmal hier als Mensch geworden, hier mangt uns auf diese Erde. Und auch als ein Mensch. Kolosser 2, Vers 9 sagt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig am Fleisch. Das ist schwer zu verstehen, was das schafft, wie hier als Mensch, wie hier, was hier auf dieser Welt leben. Diese Dinge von Gott sind so wunderschön, aber die Dinge hier auf dieser Erde, das passt nicht tot mit Gott. Die Dinge hier, die vergehen, Dinge gehen zwei, Dinge waren alt. Menschen besonders verändern. Wir haben mal eine Frau gehabt, gut ein Bild nehmen von jemand von 10 Jahren 3 und dort nicht im Spiel checken. Da ist eine Ändernis. Wie seien dort in unsere Kinder, in unsere, wo immer wir sind, das ändert in viele Dinge, die waren alt. Und das Gott, was ich kurz beschrieben habe, dass er hier auf dieser Erde sein und dass er uns in Form von Mensch hier ist, das ist ein großes Geheimnis. Aber das ist, was da passiert. Und das ist, was er tut. Und er wohnt hier unter uns. In Johannes, der redet von Jesus als eine leibliche Person, wem er kennt, mit wem er lebt, und mit wem er eilt, und schafft, er jenkt Rahmen und verschiedene Städte. Und das wird dieselbe Jesus, dieselbe Person, was der Schöpfer wird von allen Kreaturen, und was der Arm gemacht hat, Johannes, in uns alle Menschen. Und er wird ein lebendes Bild von was Gott ist und wo Gott hier in seiner Herrlichkeit wohnt, auf dieser Erde. Und für Johannes, das wir ein Risk, wenn er das wird geschrieben, dass das Wort wie hier, dass er eine Person, ein Mensch, ja, ein Human Being, ein Mensch, wem sie kennen, wem sie sagen, und er den wird nennen als das Wort. Die Griechen, die Juden würden das unbedingt als eine Lästerung bezeichnen. Das entjaftet doch nicht, dass Gott als ein Mensch ist. Die Griechen, die würden das nicht verstehen können. Sie sagt auch nur und sie wollen weiter, was wir. Sie würden das nicht verstehen können, dass dort, was alles, wo der Anfang wir, dass dort alle hier bei ihm ein Mensch wir, dass alles ein Mensch durchgestellt wird. In Vers 3 finden wir, alle Dinge sind durch ihn gemacht und ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Alles, was gemacht ist, das ist durch ihn gemacht. Er ist gewusst, Gott hat das gemacht und er ist dabei gewusst. Dort, was wir kennen, das hat Gott gemacht. Die Frau ist dann, wer hat Gott gemacht? Wenn du sagst, dein Gott hat alles gemacht, weil wer hat ihn gemacht? Wenn du sagst, dass du ein Schöpfer sein für alles, was du gemacht hast, wer hat Gott gemacht? Das ist noch eine Eigenschaft von Gott, das wir am kennen. Gott, so ist er ist, am Bruch nicht gemacht. Er ist bloß. Das ist wie die Nummer einmal sagen von was im Alten Testament, wo die Frau von wo kommst du, wer bist du? Dann sagt er, ich sie. Ich sie. Er ist immer gewesen und er wird immer bleiben. Und er ist das Licht in Vers 5 und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Hat es nicht gefunden. Die Licht, er ist das Licht und er ist das Leben. Er kommt hier auf diese Welt und er mögt das Dach und das wir sein können. Und dann habe ich das interessante ferner Vers hier, was der Vers 12 ist. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen an seinem Namen glauben. Für Johannes und alle, was wir nur am sind,
is dit die gouden Nachricht. Dit is het Evangelium. Dit is wat God gedaan heeft durch zijn Zoon. Dat opgemerkt dat we kunnen nur aankomen. Jezus weer bij de natuurlijke schepping, was alles created wordt. Hier op deze eer, alle tijd is weer kennen. En hij had ook weer bij als de Jezus weg wordt eruit gemaakt dat we kunnen naar God komen. Dat opweer. En door kwam hij naar de eer. En dat. En daarmee kregen we dat recht, Gottes Kinder te worden. Al die wat hem aannemen. Wir haben ihn angenommen als persönlicher Heiland und Retter. Die hat das Recht zu der Sohnschaft. They have the right to sonship. Wir können in Sohn Gottes sein. Durch das. Und das ist keine geringe Sache. In Epheser 2, Vers 19 sagen, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit dem Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid nun Citizens of Heaven, ihr seid nun Part von das. Erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Ja, wir fremd, aber nu haben wir Chance und wir das annehmen, dann sind wir neingeproppt an den Baum. So ist da an der Stür. Und wir sind auch Part davon. Wir sind auf der höchsten Stellung, was wir können sein, wo wir unsere Seele können ankommen. Nicht? Ist das nicht ein erstaunlicher Gedanke, dass Gott dort hat aufgemacht, dass er raufkommt und dass er hier auf dieser Erde lebt und dass wir können, so steht so, am annehmen und am glauben und durch am gerat sein. En zo zie ik, wanneer ik zei, wanneer hij hier op Erde gekomen is, dan red ik van zijn ganze werken, zijn ganze 33 jaar op deze Erde, van zijn geboren zijn als mens, zijn leven hier als mens en dan zijn sterven voor de zonde. Dat alles opgenomen. Dat is dat wat ons de eeuwige hoopning geeft. En dat zullen we kunnen dankbaar zijn van daar, niet? Dat we wie deze Weihnachten willen aan denken, wat God gedaan heeft en wat Jezus gedaan heeft, dat hij is raufgekomen en mens geworden, en dat we kunnen geraad zijn. Wanneer je dat nog niet beleefd hast, nu is nog chance. Wanneer je dat beleefd hast, nu is waar we vasthouden aan dat. Waar we dat wichtig hebben. Dat is een bijzondere steed wat we niemands willen gering achten. Waar we immer waren, diep aan ons laten aankomen. Wanneer we deze Weihnachtsgeschichte hebben, of wo immer wir zijn tegen ons leven. Noch einmal zum Schluss. Hier ist in Kapitel 1, Johannes Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Weisheit. Und wenn wir das nicht angenommen haben, so ist es sehr, dass dann kriegen wir das Reich Gottes Kinder zu sein. Unsere Paulus-Schrift, so sind wir nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit dem Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und pausen das für einen Abstand und beten. Ons lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du raufgekommen bist und hast den Mensch Gestalt angenommen. Du bist ganz Gott gewesen und du bist ganz Mensch gewesen und du bist hier mit uns gewesen und du hast den Tod dann auch genommen als Opfer von unserer Schuld. Herr, wir loben und preisen dich dafür. Und wir freuen dich, dass du uns etwas helfen verstehen und mit deinem Jesus uns anleiten wirst und uns Offenbarungen geben, was du was haben, was du was wieder von uns bringen. Herr, ich freue mich, dass du wieder mit uns sein durch diese Weihnachtstag, wenn die Jahres sind, von
van onze weggevoerd zijn. Help dat die woord mag breder uitkomen. En dat meer mensen weer het de ware bediening van Weihnachten nemen. En herkennen. Dat ik vrees dat we weer met ons zijn. In Jezus' naam bidden we dit met dankzegging. Amen.